Es gibt Geräte, die schon seit Beginn der heimischen Audiowiedergabe bekannt sind. Jeder weiß, wozu man Plattenspieler, Verstärker oder Lautsprecher braucht. Doch die Musikwelt hat sich mittlerweile einfach weitergedreht. In den heimischen Wohnzimmern und Hörräumen kommen jetzt ganz andere Geräte zum Einsatz, die vollkommen neue Möglichkeiten bieten, gut Musik zu hören. Streaming-Bridges, Musikserver und Digital-Analogwandler sind kein seltener Anblick mehr, sondern etablierte Gerätekategorien. Die Firma Auralic geht aber noch einen Schritt weiter. Neben jenen erwähnten Geräten bieten die Hi-Res-Experten außerdem zusätzliche Systeme an, die den bekannten Komponenten unter die Arme greifen können. Dazu gehört auch der Sirius G2.1 aus der Kategorie der Upsampling-Prozessoren. Was er alles kann und wozu man das überhaupt braucht, das verrate ich euch jetzt bei Light Compact. Wer mit der G2.1-Serie von Auralic vertraut ist, dem wird der Sirius sofort bekannt vorkommen. Auch der Soundprozessor der chinesischen Digitalspezialisten wartet mit dem typischen modernen Design auf. Die sachte gerundeten Wangen der dicken Frontplatte rahmen hier ein leicht nach hinten versetztes Farbdisplay ein. Auch die restlichen Gehäuseteile sind aus massivem Aluminium gefertigt, was dem Sirius eine enorm steife Konstruktion verleiht. Eine besonders dicke Bodenplatte, die an der Front elegant der Linienführung folgt, soll ebenfalls Vibrationen verhindern. Dazu stehen die 9,5 Kilogramm des Signalprozessors dann auf speziellen, federgelagerten Füßen, um das Gerät vom Untergrund zu entkoppeln. Zu guter Letzt sitzt die empfindliche Elektronik dann noch in einem zweiten Gehäuse im Gehäuse aus Kupfer, das vor elektromagnetischer Einstrahlung schützt. Doch auch wenn das Design des Sirius klar auf die Geräte des Herstellers ausgelegt ist, sind sie nicht die einzigen möglichen Partner des Prozessors. Auralic war es wichtig, dass nicht nur die hauseigenen Systeme von den Vorteilen der digitalen Vorarbeit profitieren können. Darum ist der Sirius mit einer Reihe von Anschlüssen ausgestattet, die ihn mit praktisch jeder Quelle und jedem Digital-Analogwandler zusammenarbeiten lassen. Wichtig für besonders hochwertige Geräte ist dabei der USB-B-Anschluss für das Maximum an Hi-Res-Möglichkeiten. Dazu gibt es AES-EBU, koaxiales SPDIF und einen optischen Toslink-Eingang. Demgegenüber stehen passende Ausgänge, sodass der Sirius einfach zwischen zwei bestehenden Komponenten eingesetzt werden kann. Einzig der L-Link-Anschluss mit HDMI ist für die Nutzung mit anderen Auralic-Systemen vorgesehen. Doch ihr fragt euch sicherlich immer noch, wozu benötige ich den Sirius jetzt ganz genau? Auf diese Frage gibt es gleich mehrere Antworten, doch die wichtigste ist die, dass der Sirius es ermöglicht, die Abtastrate der verwendeten digitalen Audiosignale zu verändern. Im Normalfall bedeutet das ein Upsampling auf eine höhere Frequenz, wodurch sich der Klang eines Streaming-Systems oft deutlich verbessern lässt. Alternativ kann der Sirius auch dabei helfen, den jeweiligen Sweet Spot eines DA-Wandlers zu nutzen. Je nach Bauart oder verwendetem Chip können DACs auf unterschiedliche Abtastraten und Formate anders reagieren. Bestes Beispiel dafür ist der Unterschied zwischen PCM-Signalen und DSD-Bitstreams. Zwar beherrschen auch viele DA-Wandler ein einfaches Upsampling, doch durch die geringe Leistung der verwendeten Receiver muss hier oft mit Verlusten gerechnet werden. Auralic löst dieses Problem mit zwei getrennten Prozessorplattformen. Die sogenannte Tesla G1-Plattform steuert alleine die Hardware, während die Proteus G2-Plattform sich nur um das Upsampling kümmert. So arbeitet der Sirius praktisch verlustfrei. Doch damit alleine ist es hier noch nicht getan. Neben dem proprietären Upsampling-Algorithmus besitzt der Sirius noch weitere Features zur Klangverbesserung. So werden die digitalen Eingänge und der USB-Anschluss galvanisch vom Rest der Elektronik getrennt. Das verhindert Störungen und verbessert damit die Signalintegrität noch weiter. Damit die Neutaktung der Signale besonders effektiv wird, werden außerdem gleich 3 hochpräzise Clocks eingesetzt. Digitale Ausgänge, der USB-Ausgang und die Signalprocessing-Plattform selbst arbeiten so auf die Femtosekunde genau. Zusammen mit der aufwendigen Stromversorgung werden Nebengeräusche und Grundrauschen um bis zu 80% reduziert. Der Sirius kann, je nach verwendetem Eingang, mit unterschiedlichen Samplingraten verwendet werden. USB-B und der L-Link-Anschluss unterstützen die Verwendung von PCM-Signalen mit bis zu 384 kHz und 32 Bit. DSD kann bis hoch zu DSD 512 genutzt werden. Die anderen Digitalanschlüsse sind mit Signalen bis 192 kHz bei 24 Bit und DSD 64 verwendbar. Der Sirius ermöglicht beim Resampling dann die Ausgabe von Samplingraten mit den gleichen Maximalwerten. Dabei wird für PCM immer ein ganzes Frequenzvielfaches des ursprünglichen Signals verwendet.
So kann auf ein Umrechnen mit einem anderen Faktor verzichtet werden. Das ist vorteilhaft, weil dabei oft Timing- und Rechenfehler auftreten können. Bei DSD darf außerdem zwischen nativer Verarbeitung und dem DOP-Verfahren gewählt werden. Das garantiert die Kompatibilität mit jeder Art von DA-Wandler. Neben dem Upsampling beherrscht der Sirius G2.1 aber noch weitere Dinge, die einer modernen Anlage zugutekommen können. Allen voran lässt sich bei der Signalverarbeitung aus 4 verschiedenen Filtern wählen. Neben einer besonders präzisen Variante bietet Auralic auch eine besonders dynamische, eine ausgeglichene oder eine eher sanfte Abstimmung an. Ergänzend kann dann ein parametrischer Equalizer mit bis zu 8 Bändern zugeschaltet werden. Über das entsprechende Menü lassen sich dabei die gewünschte Frequenz, der Gain und die Güte festlegen. Daneben können Nutzer außerdem Hoch-, Tief- und Bandpassfilter oder eine Bandsperre einstellen. Eine weitere Funktion des Sirius befasst sich mit der Aufstellung der Lautsprecher. Im entsprechenden Menü lässt sich dafür eine Entfernungskompensation zuschalten. Dafür muss man zunächst die einzelnen Entfernungen zwischen Hörposition und den beiden Lautsprechern ausmessen. Anschließend können diese mit Hilfe der Drehregler eingestellt werden, um die Laufzeiten der beiden Kanäle anzupassen. Mit der getrennten Verstärkung für links und rechts können Nutzer außerdem die Balance verändern, um auch bei unsymmetrischer Aufstellung der Lautsprecher ein homogenes Klangbild zu erzeugen. Letztlich lässt sich der Sirius auch als digitale Vorstufe verwenden. Schaltet man im Systemmenü die Lautstärkeregelung ein, wird das Signal vor der Ausgabe entsprechend angepasst. Das ist besonders für die Verwendung mit Aktivlautsprechern interessant, die primär mit digitalen Eingängen arbeiten. Dank der integrierten Infrarotschnittstelle des Upsampling-Prozessors lässt er sich außerdem bequem von der Couch aus bedienen. Dabei kann eine bereits vorhandene Fernbedienung angelernt werden, um Quelle, Filter, Lautstärke und weitere Funktionen einzustellen. Auralic zeigt mit dem Sirius G2.1, wie man moderne Anlagensysteme unkompliziert verbessern kann. Mit hohem technischen Aufwand und cleveren Features kann der Upsampling-Prozessor nicht nur die Signalintegrität verbessern, sondern auch eher mäßig abgemischten Alben neues Leben einhauchen. Das aufwendige Upsampling führt selbst bei bereits hochwertigen Quellen und DA-Wandlern zu mehr Tiefe, mehr Plastizität und einer verbesserten Detailwiedergabe. Und dank der guten Anschlussvielfalt lässt sich der Sirius ohne Probleme in praktisch jede bestehende Anlage einbinden. Das war's mit unserem kurzen Überblick. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt doch bitte auf den Like-Button. Außerdem wollen wir von euch wissen, ob ihr schon Erfahrungen mit Upsampling gemacht habt. Schreibt uns einfach in den Kommentaren, ob sich der Sound eurer Anlage bei höheren Abtastraten verbessert. Für noch mehr News, Vorstellungen und jede Menge Tests, schaut am besten auf light-magazin.de oder klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.